5 Scary Ghost Videos that'll make you cry for daddy. Ach du Scheiße, Papa. Reinfurzen. Popular paranormal live streamer Ricky Velasquez and his wife Liz travel to an allegedly haunted house somewhere out in the middle of nowhere in Mexico. Now apparently the story of this place is truly dark and disturbing because Ricky will only mention that the house was once home to an extremely large family named Hernandez. Apparently some tragic and unspeakable event occurred at the Hernandez home and most of the family, including many women and children, lost their lives. Now, whatever did happen, apparently it was so horrific that many people still leave candles at the house to pay their respects to this day. So after exploring the downstairs, Ricky and Liz head up to the second floor. And that's when they begin to experience something that makes their blood run cold. Ricky is broadcasting their exploration live on YouTube. And as he reads comments from his live stream audience, this happens. ¿Fuiste tú? No, man. Bebé. Wir finden immer diese Häuser. Sí. Hola. Moin. No mames. Bin früher mit Freunden verlassen Schule eingestiegen und so, ja. Und dann wundert man sich, wenn man verflucht und gejagt wird von Geistern, ne? Dann ist wieder klar. Da soll man nicht reingehen. Das ist dafür nicht gedacht. The couple hears very strange sounds from somewhere on the top floor. Banging, moaning, and even what sounds like the voice of a young Ich würde child. das sofort einfach rausrennen. No, man. So now, in an attempt to make contact with the dead, Ricky and Liz decide to use a Ouija board. Ja, der Ouija Board, Alter, super Entscheidung. And as you might have guessed, it did not go well. During the Ouija board session, the couple continues to hear disturbing sounds coming from the house. Then something happens that absolutely scares the shit Luigi Board. out of them. ¿Estás aquí con nosotros? Ach, hör doch auf, jetzt komm. Ist im Kleiderschrank versteckt. Kleiderhaken hat sich dran gehangen, oder was? Ja, wahrscheinlich. ¡Vete de aquí! ¡Ponete! Junge, der steht 2 Zentimeter neben diesen Kleidungsdingern. ¡Muévete! Ich glaube, sie hat sich auch erschrocken. Liz asks, "Are you here with us?" To which a terrifying little voice replies, "Yes." Ricky believes that he hears the voice coming from right behind him. So he looks through a clothing rack that is nearby and sees the horrifying, deathly pale face of a woman. Ach komm schon, Alter. The couple has had enough and they just run out of there as fast as they can. Now, keep in mind that all of this was broadcast live on YouTube. So whether it's real or not, it would Das ist ja noch viel schlimmer. have been much harder to fake. But Aber ist true. Eigentlich schon wahr, ne? Wenn das ein Livestream ist. Ich meine, die rennen aber im Gebäude rum. Die kann die ganze Zeit da rumgestanden haben. Das hat nichts zu sagen eigentlich. Das ist Quatsch. whether it is real or fake, the footage is definitely very creepy. But if you want to take a look at the video for yourself, you can watch this entire exploration over on the YouTube channel, Ricky Velasquez. Also ist in meinem Ermessen eigentlich kein Problem, das irgendwie zu stellen. Vielleicht einfach eine Obdachlose abgesprochen. Das ist safe abgesprochen. Erzähl mir doch nichts. So, jetzt kommt immer dieses Argument von wegen Livestream, aber die laufen da die ganze Zeit in der Hütte rum. Man hört alles. Ja, jeden Schritt von denen, wo die über die Steine drüber laufen. Die kann auch die ganze Zeit da gestanden haben einfach. Das ist ja dem auch nicht mal schwer.
Get me out of here. A group of friends are having a great Ich bin auch eine ganze Zeit in solchen Ruinen gewesen und diverse komische Momente gehabt. Das meiste waren irgendwelche Tiere oder andere Menschen, die in solchen Ruinen leben. Das ist halt das Ding. Und das finde ich fast noch gruseliger. Das haben wir vorhin schon gesagt. Du weißt ja nicht, was da für Leute drin hocken. Und du weißt auch nicht, wie die drauf sind. So, wenn du da mitbekommst, dass da Leute irgendwie sind, das ist doch scheiße ekelhaft. Du weißt ja nicht, was die tun könnten. Wenn es eine echte Frau wäre, fände ich es viel schlimmer, als wenn es ein Geist wäre. Ich glaube, du würdest auch bei einem Geist dich auch nicht so geil freuen, oder? time in Torreon, Mexico, when they decide to go on a very popular tourist attraction. Ja, Seilbahn! Cristo de la Noa's cable car ride. The cable car provides beautiful scenery of the city as it transports tourists up the mountain and through the streets of Torreon. With such a spectacular bird's eye view of the city, the group of friends can't help but take a video to capture the moment. But what happens on this particular ride is very disturbing. Jetzt bin ich mal gespannt. Mándenle saludos a Robert que está allá para acá. ¿Estás transmitiendo, amigo? Está transmitiendo. ¿Quién está ahorita? Hä? Meinen die das da? ¿Quién está ahorita? Das dann. Que se siente sola. ¿Sí oyeron? Una niña que se siente sola. No, una niña. Oiga, no manches. What sounds like the voice of a little girl can be heard screaming in terror, and the group has no idea where the voice is coming from. Now, after the video was shared on Facebook, many shocked viewers believe they hear the girl say, quote, "Get me out of here. I feel alone." Está transmitiendo. ¿Quién está ahorita? But unfortunately, I don't speak Spanish. So if you do, please let me know what you think the girl is saying down in the comments. Did the group accidentally capture a paranormal event on camera? You decide. Está transmitiendo. ¿Quién está ahorita? We need scary video. Manuel Neuer ist wieder da, Junge. Leute, hier, der beste Moment. So if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5 at Ich sag ja, wir machen ein Video fertig und dann, ne? Was war da? Nee, das war einfach nur der Sound, glaube ich. gmail.com. 7 days. Nein! Popular Japanese paranormal investigators Tomo and Hiro from the YouTube channel Omagatoki Film Sind das nicht die, die immer rumschreien? are contacted by a desperate landlord of an allegedly haunted apartment. The landlord claims that just over 10 years ago, a family of 3 rented an apartment. Es geht auch nicht darum, da konnte man nichts sehen. Die sind einfach in der Gondel gefahren und haben was gehört, One night, glaube ich. the father had an unexplained psychotic break and took the lives of his wife and child inside the apartment. Their bodies were found hidden in the closet. Warte mal, was? Stopp. Landlord of an allegedly haunted apartment. The landlord claims that just over 10 years ago, a family of 3 rented the apartment. One night, the father had an unexplained psychotic break and took the lives of his wife and child inside the apartment. Their bodies were Hä, einfach The Grudge? Wollen die mich verarschen? found hidden in the closet. The father went on the run, and he was never found. Since the horrific incident, the owner finds it impossible to get tenants to stay in the apartment for more than a week. He says that within 7 days, all of them abruptly decide to just move out. So the landlord challenges the Omagatoki team to live in the apartment for 1 week to figure out just what it is about the property that causes tenants to refuse to stay. Junge, allein aus diesem Grund könnte ich niemals in so ein Apartment rein. Grudge, Junge, das hat mich komplett gekillt damals. Wisst ihr, was meine Tante gemacht hat? Meine Tante, ich habe mit 10 Jahren oder so, habe ich mit meiner Tante übernachtet. Wisst ihr, was die mit mir gemacht haben? Die haben abends haben die mit mir Horrorfilme geguckt. The Village haben die mit mir geguckt, die haben The Ring geguckt, Junge, ich war komplett tot. Ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist. Also das werde ich niemals vergessen, ne? Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Ich meine, ich wollte auch mitgucken, weil Horrorfilm und war cool, ne, in dem Alter die zu gucken. Aber im Nachhinein, ne, kann's knicken. Ich würde niemals in so einem Haus schlafen, glaube ich. Niemals. Investigator Tomo accepts the challenge and decides to live in the apartment alone for 7 days. A static camera records Tomo as he sleeps and spends time in the bedroom, where the tragedy took place 10 years earlier. 챌린지 1日目、さっきまでね
Ja, bei mir auch. Ich glaube, das hat uns im Nachhinein hat uns das noch geschehen. Was genau macht er denn da mit dem Teddybär, Alter? Das ist, ach so, das ist jetzt seine Position, wie der schläft, wie der liegt. Da geht gerade die Zwinki-Zwonki ab. Mir wurde immer von Kellergeistern erzählt und dann wollte man mich in den Keller sperren. Hä? Wer hat dir das denn erzählt? Habe als Kind mal heimlich durch die Tür gelinst, als meine Eltern Shining geguckt haben. Genau die Szene, wo die Omi aus der Wanne steigt. Ich glaube, ich habe Shining nie richtig gesehen. Bis jetzt. Warum raucht der immer so komisch? Tomo spends the first 2 nights and nothing really happens. But on the 3rd night, at around midnight, Dein Papa und dein Großonkel wollten dich in den Keller sperren, nachdem die dir erzählt haben, dass da Kellergeister sind? Was zum Teufel, Alter? Warum? Wieso? Was ist mit manchen Leuten? Und dann am besten irgendwann aufregen, wenn das Kind irgendwie Probleme bekommt oder so, weißt du? So, hä? Tomo notices something very odd in the bathroom. Wie kann man denn nicht reflektieren, dass das irgendwie keinen Sinn, also dass das eine richtig dumme Idee ist? Vielleicht war Kellergeist ja auch nur der Name von der Alkoholsorte. Hol das mal, Kind, los! Komm mal bei die Papa! Wenn das ein Hinterkopf ist, was ist das Minecraft Steve, Alter? Wie soll das denn sein, bitte? A strange shadow can be seen in the window, but Tomo can't find anything outside that could be casting the unexplained shadow. Then the next night, night number 4, and things get a bit weirder. Hey, ist der da jetzt alleine oder wo ist der andere Typ? The shadow from the night before has now disappeared as mysteriously as it came. But when Tomo goes to bed, he's disturbed several times while trying to sleep. Wie gruselig dieses Zimmer schon aussieht, ey. Ich weiß nicht warum, das ist ganz unangenehm. Da ist halt nichts drin, aber... As he keeps getting the eerie Allein diese Schiebeschränke, da krieg ich schon Panik. feeling that someone is in the room with him, standing near the closet. Cut to nights 5 and 6. And now, Tomo starts to complain that he hasn't been able to sleep as he keeps hearing unexplained footsteps. Ich glaube tatsächlich, dass der eigene Kopf, vor allem wenn man sich da ein bisschen Angst zurechtspinnt, dass auch vieles vortäuschen kann, ne? Vor allem, wenn man, ey, wir haben es alle mal gehabt, wenn du irgendwie nachts wach wirst, dass du da irgendwie einen Stuhl siehst, wo in deiner Zimmerecke, wo irgendwas drauf liegt, wo das aussieht, als würde da jemand sitzen oder so, ne? Also nicht, dass man sich das jetzt eingebildet hat unbedingt, aber ich glaube, das kann auch viel ausmachen, dass man dich da sehr viel zusammenreimen kann. Als Kind habe ich mal eine Doku über Alien-Entführung gesehen und hatte dann nachts Panik, dass ich wach werde und dann Aliens vor meinem Bett stehen und mich anschauen. Ja, normal. Ich meine, wenn man sich sowas anguckt als Kind oder als, ne, du kannst das doch gar nicht begreifen. So, und wenn die da dann rum erzählen oder so, das ist doch scheiße. Kein Wunder, dass man davon Albträume kriegt oder so, dass das irgendwie Probleme macht. The unexplained mumbling voice of a woman.
Now it's day 7. Ich würde Tomo is niemals auf die exhausted Idee and kommen, considers mit meinem Kind sowas zu machen. Ich meine, eigentlich ist das doch logisch, dass das keine gute Idee ist, wenn man da irgendwie aus Spaß seinem Kind irgendwie Angst macht, von wegen Geister hier, Geister da, so, wisst ihr? quitting the 7-day challenge and just going home, even though there's only 1 day left. Eventually, he decides that he can tough it out and stays for the 7th and final night. Nee, The Alter. investigator wakes up the next day refreshed and happy. He says he finally got a great night's sleep in the apartment. お疲れ様です。今急遽トモさんに来てもらいました。トモさん昨日の夜の出来事なんですけど、最終日、本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いや、なんかね、一番ぐっすり寝るとかな。朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そうだね、全然何も、昨日は怖い夢も見てないしね。何もなかったけど。 Hey, der ist einfach わか besessen. りました。 And this is when things get weird. While Tomo is at work, Hiro goes through the footage that was recorded on the final night of the challenge. What he finds leaves him speechless, because something did happen that night. Something that Tomo has no recollection of. Nein, ist der geschlafwandelt oder was? Something truly chilling. Der sitzt da 30 Minuten lang einfach so? Ih, was mit seinem Gesicht? Der sitzt da über eine Stunde? Guck mal im Schrank. In the video, Tomo seems completely out of it as he grabs the camera and sits in front of the closet. Also dieser Blick ist richtig ekelhaft. Die ist rumgefuchtelt in diesem Gesicht, ob das jetzt echt ist oder nicht, aber das ist ein bisschen eklig. Das haben die doch safe gescriptet, oder? Also selbst wenn, ist das richtig gut. The video footage begins Guck mal, dieser Blick, Mann! Was ist denn mit ihm? Das ist einfach mein Blick an der Mikrowelle. Oder am Ofen. Kurz bevor die Pizza fertig ist. Oder wenn ich in den Kühlschrank reinschaue, nachdem ich einkaufen war. Ja, doch, fühle ich. Doch, ja. Da sehe ich mich. Video footage begins to glitch as Tomo creepily smiles at the camera and then Guck inexplicably mal, ihr müsst euch bedenken, der sitzt da ja komplett im Dunkeln, oder? Mit dieser Nachtkamera halt. seems to just start crying. The footage begins to glitch and loop, repeating over and over as the terrifying face of a woman seems to peer out at the camera from inside the closet. Tomo says he doesn't remember anything about the incident, and until seeing the bizarre footage, Jetzt fehlt nur noch, dass er irgendwo eine Bisswunde hat oder so. he believed that he had slept soundly
throughout the night. So could it be that the investigator... Also das ist mit das gruseligste Gesicht, was ich jemals gesehen habe. Also fast so schlimm wie von Smile, dieses Titelbild, Alter. Das sieht so eklig aus. Captured the spirit of the woman whose life was taken inside the bedroom? The woman whose body was found inside this same closet? Let me know what you think. You can watch this entire 2-part investigation and many more scary videos over on the YouTube channel, Omega Toki Film. Into the woods. So it's another week and Minecraft mod. Another mysterious video. This time I was emailed about a very old video without a source that's been making the rounds on social media. In the video, a group of friends are camping in the middle of the forest. Late into the night, they start to hear strange sounds coming from the dark woods. Now, in what is probably a terrible decision, they decide to grab their flashlights and go to investigate. What happens next is downright chilling. Guck mal, wie kann man denn so nachts durch so einen krassen Wald laufen, Alter? Das ist doch dumm. Das ist doch, wirklich, das ist ekelhaft. Bist du doch auch mit Hundi? Wir sind ohne Hundi durchgelaufen. Ja, das war ein Spaziergang, richtig, das war auch dumm. Mega unangenehm. Hätte ich alleine wahrscheinlich niemals gemacht. Und eigentlich war es ja geplant, dass ich das alleine mache. Alter, eigentlich so dumm. Das hätte ich gar nicht machen dürfen. Wir wissen doch gar nicht, wer da drin rumrennt da im Wald. Vor allem, das ist ja hier in der Nähe, da kann ja jeder reinlaufen. Da sind auch kleine Hütten und so. Das ist niemals. Was geschieht da eigentlich gerade? Was ist das denn, Alter? Guck mal, stellt euch das mal vor. Das ist ja nicht mal, das muss ja nicht mal irgendwie was Paranormales sein, ne? Es kann ja einfach irgendjemand sein, der da irgendwie nachts rumläuft oder sowas. Ekelhaft. As they search for the source of the creepy sounds, the group spots what appears to be some kind of creature with glowing eyes. Das sieht so eklig aus. Hiding. Guck mal, oh. In the tree line. Shocked online viewers have pointed out that even with the potato-quality old video, you can still see that the strange unidentified creature actually appears to blink before it runs off into the woods, adding just a tiny bit more credibility to this very odd footage. Ah, das ist eklig. Das sieht richtig eklig aus. But without a source, once again, we'll never know the full story on this old video. So is it real or just an elaborate hoax? As always. Guck mal, es kann halt einfach irgendjemand sein, der sich da irgendwie verirrt hat oder so. Das kann ja alles. Es muss ja nicht irgendwie geistermäßig sein, sondern irgendjemand, der vielleicht verwirrt ist, Alzheimer oder keine Ahnung, vielleicht obdachlos. Das kann alles sein. Das ist eigentlich noch viel gruseliger. Weil das ist komplett unberechenbar. You decide. Getting your foot in the door. Now, if you've watched this channel for any length of time, you know that I've featured a ton of Saudi door-kicking ghost hunters. These include Adventure Allah, Yaza 1200, Abdullah Al-Anbari, and the guy okay, langsam, Junge. we'll be focusing on in this video, Adventure Jassim. Now, if you're not familiar with the Saudi ghost hunters I've featured, then here's a quick tutorial. Number 1, they love hunting jinns. dafür Jinn. Kennt jemand das Video von dem Streamer, der in der Wohnung eines Freundes streamt, wo echt komische Sachen passieren? Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, Namen an das Streamer zu nennen, kann das echt empfehlen, das ist super creepy. Nee. Ich glaube, ich habe ein Video mal gesehen von jemandem, der streamt, wo im Hintergrund irgendwas mit der Tür passiert und so. Falls du das meinst. Ich weiß aber nicht. Kann auch was anderes sein. Ja, Jinn. Hä? Ja, Jinn. Ja, Jinn. مرة. Der macht einfach dem Geist Angst. Number 2, the jinns often seem to throw large objects at them.
Okay, kann jemand umgeschubst haben. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Der haut direkt die Gebete raus. Ich wäre aber genauso, wobei ich will wahrscheinlich erstmal beleidigen. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hä? Das ist einfach Shield von Rainbow Six, Alter. Was ist das denn? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. And finally, number 3 and most Ich weiß nicht, warum important das so of lustig ist, all. Alter. Salty ghost hunters love kicking down spooky doors. Boah, was ist das für eine Aussicht? Spooky doors. Ja, okay, das ist wahrscheinlich... Aber das sieht cool aus. Bismillah. La ilaha illallah. A'udhu bi kalimatillahi tammat. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Der macht einfach den Carsten Stahl, Leute. So geht man an die Sache ran, ja? Das macht was mit dir. Zugriff, sag ich da nur. Zugriff. Und nichts anderes. Zack. Kurzer Prozess, Junge. Kasala. Dem Geist zeigt man, der Hake ist hier. Bismillahirrahmanirrahim. Und rein. Bismillah. Zugriff. Das ist doch mal eine Herangehensweise, die uns gefällt, Chat. Guck mal. Zack. Brauchen wir keine Angst mehr haben. Da fangen die Geister nämlich an zu zittern und das unsichtbar. Raus, Junge. Ran an den Speck, komm. Bismillah. La ilaha illallah. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Hey, was war das denn? Waren das Helme? La ilaha illallah. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Da kommen Helme entgegengeflogen. Da seht ihr das? Wupp. But now, recently I was sent a video that reveals something new and absolutely terrifying. Das ist geil. Oh, die Tür liegt schon. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Die prügeln sich mit der Tür. الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Die machen einfach UFC, Alter. Paranormal, nicht Activity, sondern Paranormal UFC. Zack. Der ist K.O., Junge. Der wird runtergezählt. Zack. La ilaha illallah. That's right. Apparently these spooky doors are fighting back now. So, Die lassen auch nicht alles mit sich machen, Leute. Hallo? Die haben auch Gefühle, die Türen, ja? just a heads up, if you're a door-kicking Saudi ghost hunter, or you just aspire to be one, you be careful out there. La ilaha illallah. Was, Junge, was? La ilaha illallah. Wenn ich rein will, will ich rein. أعوذ بكلمات الله التامات لا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. If you're new to the channel, honestly, my videos come out at weird times. So subscribe and hit the little bell notification icon so you never miss a video. Scheiße. Follow me on the Das war socials, gut. and hopefully I'll see you back here for the next video. Jetzt sind wir wieder wach, Leute.